So verkaufst du Online-Kurse. Mit Online-Kursen Kunden ab Tag 0 gewinnen. Wie ich meine Kundenreise von 8 Monaten auf 0 reduziert habe, zeige ich dir hier in diesem Video. Denn ich habe es geschafft, mit Online-Kursen, also mit digitalen Produkten, dass Kunden sich sofort zum Gespräch gemeldet haben. Ich habe einen vollen Kalender seither und ich habe es geschafft, meinen Umsatz zu verdoppeln mit kleinen Online-Produkten. Ich nenne es die Mini-Kurs-Methode und mehr dazu hier in diesem Video. Du möchtest Online-Coaching-Kunden finden und nun dein Coaching-Programm verkaufen, zum Beispiel 3 oder 6 Monate oder 12 Monate mit deiner Begleitung zu einer bestimmten Transformation, also deine Lösung zu deinem Coaching-Paket. Nun fängst du an, auf LinkedIn willkürlich anzuschreiben, ob sie nicht Interesse haben, zu einem Gespräch zu kommen oder in deine Facebook-Gruppe zu kommen mit dem Messenger. Das Ganze nennt man Kaltakquise und es ist für mich der Horror, solche Nachrichten zu bekommen. Hey, wie lange bist du denn selbstständig? So, darauf blocke ich sofort diesen Kontakt und der ist für mich verbrannt. Für mich ist Kaltakquise überhaupt keine Art zu kommunizieren. Ich schalte lieber Werbeanzeigen auf ein tolles Produkt, was einen tollen Nutzen hat, was Leute gerne kaufen, wie warme Semmeln am Sonntag. Bei uns hier im Bäcker steht eine Schlange sonntags morgens, weil alle die warmen Brötchen haben wollen. So ungefähr musst du dir das vorstellen. So einen Kurs brauchst du, um damit dein Coaching-Paket zu verkaufen. Du brauchst erstens also einen tollen Aufhänger, einen Hook für dein Produkt. Du verkaufst nicht das große Coaching, sondern du verkaufst einen kleinen Einblick in deine Arbeit, also ein E-Book oder einen ersten Minikurs, wie ich es nenne, also ein digitales Produkt mit der ersten Lösung, also der Kirsche auf deiner Sahnetorte, die du nachher anbietest. Fang so rum an und schon wirst du ins Herz deiner Kunden einen Sog erzeugen, der so toll ist, dass du eine ganz langfristige Kundenbindung haben wirst. Also fall nicht mit der Tür ins Haus, hier ist die Sahnetorte, sondern lock doch mal mit einer netten Kirsche, die jeder haben will und die zur Verfügung steht, ohne dass du penetrant bist. Du musst keine penetranten Werbeanzeigen machen, du machst ganz authentische. Meine Werbeanzeigen sind cool und sind lustig und sie haben eine Art Humor drin. Wenn dir das nicht gefällt, wärst du jetzt nicht hier und würdest dir dieses Video nicht anschauen. Du fängst dann sozusagen diesen Sales Funnel an. Punkt 1 wäre dann also, dein Produkt wird in Betracht gezogen. Ich lese mir die Ad durch, ich lese mir den Post durch, der viral gegangen ist, oder die Info zu deinem Video, der mir ausgespielt wurde, weil ich mich gerade für dieses Thema interessiere. Also der Algorithmus filtert das raus und findet dann genau diesen Post, den du gemacht hast und der mich vielleicht dann weiterbringt. Oder er zeigt mir eben die Werbeanzeige an. Nun kann dein Kunde dir folgen oder auf diese Landingpage klicken, die er dort dann findet, also deine Verkaufsseite, wo ganz viele Gründe stehen, weshalb man dieses Produkt unbedingt braucht. Also denk an die Kirsche, nicht an die Sahnetorte. Nun klicke ich drauf und es kommt Punkt 2, die Consideration. Also ich beäuge deine Landingpage, ich beäuge deine Produkte und deine Story, die du mir da erzählst und überlege, ob das für mich in Frage kommt. Also ich überlege, ob eine mögliche Zusammenarbeit mit dir in Frage kommt. Das tue ich über das Lesen deiner Texte und das filtert sich automatisch hinaus. Unser Gehirn filtert jeden Tag alles, was wir nicht wollen, schmeißt das Gehirn raus aus der Aufmerksamkeit. So ist es auch sofort auf der Landingpage. Fühle ich mich angesprochen oder ist es irgendwie überhaupt nicht mein Ding? Ich bin sofort wieder weg und das ist ja auch gut so, denn du sollst ja am Ende deine Traumkunden anziehen. Und die sollen jetzt überlegen, ob dieses Produkt für sie geeignet ist. Also ganz viel Vertrauenspunkte schaffen, um deine Kunden hier anzuziehen über dein Sog-Marketing, über eine Landingpage, über eine Webseite oder über jeden Post oder jedes TikTok, was du machst. Drittens, der Kurs kommt an den Mann, also über einen Zahlungsanbieter, über Elopage, Digistore, Copecard oder so, wird es möglich, dass du diesen Kurs verkaufst. Und auch hier sind ganz viele Vertrauensgründe nötig, damit natürlich dieser Kauf überhaupt erstmal zustande kommt. Und deswegen empfehle ich gerne auch deutsche Anbieter wie Digistore, die einfach schon Millionen Kurse verkauft haben, wo du einfach weißt,
wie das geht, während du auf dieser Seite bist. Punkt 4, der Punkt Service. Hier kannst du noch einen besonderen Boni geben, ein Webinar geben, um ein Special zu verkaufen oder natürlich die Sahnetorte, dein großes Coaching. Und du kannst mit E-Mails deine Kunden darauf aufmerksam machen, wo sie den Kurs jetzt finden, was sie jetzt tun müssen, um sich einzuloggen oder was sie noch Besonderes von dir als gratis Bonusgespräch oder so weiter noch bekommen. Also hier eine extra Portion Servicekraft hinlegen. Der Kunde ist König und hier überzeugst du natürlich mit deiner Art, wie alles aufbereitet ist. Punkt Nummer 5, mach deine Kunden zu Superfans, indem der Kurs so genial war, dass sie ihn auf jeden Fall sehr gerne gucken, dass sie ihn mit ihren Freunden teilen. Auch hier kannst du besondere Buttons machen, teile den Kurs weiter, teile das Wissen um diesen Kurs weiter oder mach eine Art Gewinnspiel, wer postet es oder so weiter. Vergib Feedbackplätze, ne? Ich gebe dir meine Plattform gerne für dein Feedback und verlinke sogar deinen Online-Kurs, den du mit meiner Hilfe erstellt hast. Das ist auf meiner Seite Minikurs in 24 Stunden, siehst du am Ende Leute, die ihre Online-Kurse mit meiner Hilfe erstellt haben. Und das sind nur ein paar von Hunderten und Tausenden, die inzwischen diesen Kurs gekauft haben. Also eine Form von Vertrauen, von Beweis, dass dein Produkt klappt, und begleite die Leute bis zum Ende und pitche dann am Schluss nochmal einen weiteren Schritt. Möchtest du jetzt mit mir gehen? Komm dann zum Gespräch, damit ich dir sagen kann, wie wir noch mehr Nutzen aus diesem Thema, noch mehr dein Problem angehen können, jetzt gemeinsam 1:1. Das wäre mein Vorschlag für deinen Sales Funnel, für dein Online-Coaching. Schon so viel Wissen da drin. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm natürlich jetzt zu meinem Gespräch und lass uns überlegen, wie du dein Potenzial und dein Expertenwissen jetzt sichtbar machst mit Online-Produkten und mit einer Kundenreise auf 0 verkürzt. Viel Spaß, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.